Herzlich willkommen bei dieser Einführung zur Konzeption und Erstellung von E-Learning-Angeboten. Diese Einführung soll die wichtigsten Fragen in diesem Bereich klären und somit die Schwelle zur Erstellung von E-Learning-Angeboten verringern. Das ist Anna. Sie arbeitet an einer Bibliothek. Ihr Chef hat sie gebeten, für neue Bibliotheksnutzer eine E-Learning-Einheit zur Einführung zu entwickeln. Sie hat aber noch keine Erfahrung in diesem Bereich. Nun fragt sie sich, wie sie anfangen soll. Welche Dinge sind zu beachten? Annas Kollege Tim hat hierin schon Erfahrung gesammelt. Er hilft ihr gerne. Tim hat im Internet eine Einführung in das Thema gefunden. Zunächst einmal ist es wichtig, die korrekte Vorgehensweise bei der Erstellung von E-Learning-Angeboten zu kennen. Die Bibliotheksdidaktik empfiehlt folgenden Ablauf. Als erstes muss der Schulungsbedarf ermittelt werden. Nachfolgend sollte die Zielgruppe identifiziert werden. Weiterhin ist es wichtig, die Voraussetzungen der Zielgruppe sowie Rahmenbedingungen wie das Budget, die vorhandene Zeit und die technische Ausstattung zu kennen. Zudem muss ein Konzept erarbeitet werden. Wenn in der E-Learning-Einheit Bild- und Tonelemente kombiniert werden, sollte eine Art Drehbuch erstellt werden. Erst jetzt geht es mit der Erstellung der E-Learning-Einheit los. Ein Test der fertig erstellten Lerneinheit vor Veröffentlichung durch einen ausgewählten Personenkreis ist empfehlenswert. Auch im weiteren Verlauf sollte das Angebot regelmäßig evaluiert werden. Diese 9 Schritte sollten immer bei der Erstellung von E-Learning-Angeboten berücksichtigt werden. Nun kennt Anna schon einmal die korrekte Vorgehensweise beim Erstellen von E-Learning-Angeboten. Es geht weiter mit der Didaktik. Didaktische Vorüberlegungen sind ein zentrales Element in einem Konzept zur Erstellung von E-Learning-Einheiten. Es muss vor der Erstellung des Angebotes konkret festgelegt werden, an welche Zielgruppe sich das Angebot richtet, welche Inhalte vermittelt werden sollen, sowie welche Lernziele und Lehrmethoden angewandt werden. Folgende Werke sind ideal als theoretische Grundlage zur Konzepterstellung. Hierin sind auch eventuell unklare Begriffe wie Schulungsbedarf näher erläutert. Das Webportal e-teaching.org stellt zudem umfassende Informationen zum Thema E-Learning bereit. Nun kommen wir zu der Frage, welche Darstellungsformen von E-Learning sich für die Vermittlung bestimmter Inhalte eignen. Hier werden die 3 häufigsten Darstellungsformen Screencast, Erklärvideo und Audiotour vorgestellt. Die Bildschirmaufzeichnung, auch Screencast genannt, eignet sich besonders für die anschauliche Demonstration von Katalogfunktionalitäten, Aktionen im Nutzerkonto, Installationsanweisungen von Software oder zur Vermittlung von Recherchekompetenzen. Die Darstellungsform des Erklärvideos eignet sich zur Erklärung komplexer Themen. Erklärvideos sollten leicht verständlich sein und nur die wichtigsten Inhalte des Themas enthalten. Eine Audiotour eignet sich insbesondere zur Einführung neuer Nutzer, um eine schnelle Orientierung im Gebäude zu bieten. Zudem können Dienstleistungen und einzelne Bereiche der Bibliothek durch Audioaufzeichnungen vorgestellt werden. Bei der inhaltlichen Gestaltung von E-Learning-Angeboten gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Als Beispiele sind hier die Vortragstechnik, die Legetechnik, die Trickfilmtechnik und das Storytelling zu nennen. Welches Tool eignet sich am besten zur Erstellung von E-Learning-Angeboten? Diese Frage kann pauschal nicht beantwortet werden und ist abhängig von persönlichen Vorlieben und dem Budget. Jedoch werden nachfolgend beliebte Software-Tools vorgestellt. Hier eine kommerzielle Software zur Erstellung von Screencasts, Camtasia, oder die kostenlose Version des unten gezeigten Video-Editors. Folgende Tools zur Erstellung von Erklärvideos sind empfehlenswert. Zum einen Powtoon, zum anderen MySimpleShow. Beide Softwarelösungen bieten neben kostenpflichtigen Abonnements auch Freeware-Versionen an. Als Tool zur Erstellung von Audiotouren eignet sich Audacity, eine freie Software zum Herstellen und Bearbeiten von Tonaufnahmen. Bei der Überlegung zur Erstellung von E-Learning-Angeboten wird häufig die Kostenfrage gestellt. Die soeben vorgestellten kostenlosen Tools weisen meist einen eingeschränkten Funktionsumfang auf. Jedoch ist es auch mit kostenlosen Tools und einem zeitlichen Aufwand von 10 Stunden möglich, ein ansprechendes Angebot zu erstellen.
Ist das E-Learning-Angebot erstellt und wird genutzt, ist es sinnvoll, in regelmäßigen Abständen eine Evaluation durchzuführen. Dies ist wichtig, um die Qualität der Angebote zu gewährleisten und zu überprüfen, ob die angestrebten Lernziele erreicht werden. Folgende kostenlose Tools können zur Evaluation von E-Learning-Angeboten genutzt werden. Nun kennt Anna die Grundlagen zur Erstellung von E-Learning-Angeboten. Sie ist erstaunt und freut sich darüber, wie unkompliziert die einzelnen Schritte sind. Sie möchte direkt loslegen und ihre erste eigene E-Learning-Einheit erstellen.